Hallo zusammen. In diesem Video werde ich ein Endoskop mit Doppelkamera vorstellen. Die Kabellänge beträgt 1 Meter, das Kabel ist starr. Das Modell heißt Y17. Sie kommen in einer solchen Pappschachtel. Wir öffnen sie. Hier ist das Endoskop selbst. Hier sind solche Klettverschlüsse, die das Kabel fixieren. 2 Stück. Hier ist das eine, hier das andere. Die Kabellänge beträgt 1 Meter. Wenn man es in China bestellt, kann man beim Verkäufer verschiedene Längen wählen. Es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl. Das Kabel ist halbsteif, das heißt, es behält seine Form. Man kann es biegen und es bleibt in dieser Position fixiert. Hier ist die Kamera selbst, mit einem Durchmesser von 8 mm. Dieses Röhrchens. Eine Kamera blickt nach vorne, die zweite Kamera blickt zur Seite. In einem 90-Grad-Winkel. Beleuchtung gibt es hier und hier. Hier ist eine LED und hier sind 6 Stück im Kreis angeordnet. Und das Steuergerät selbst. Das Steuergerät hat einen Ein- und Ausschalter. Wir schalten es auf On. Hier ist die Akkuladeanzeige. Das heißt, 4 LEDs leuchten, es ist fast vollgeladen. Wenn alle 4 leuchten, ist es vollständig geladen. Eine Anzeige, dass Wi-Fi ausgestrahlt wird, das heißt, es wird sein eigenes Netzwerk bereitstellen. Dann hat es Tasten. Diese Taste ist zum Aufnehmen von Bildern. Ein einmaliges Drücken, das Endoskop macht ein Foto. Wenn man sie einige Sekunden lang gedrückt hält, wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt, dass die Videoaufnahme beginnt. Das heißt, gedrückt halten für Video, einmaliges Drücken für Foto. Plus-Minus ist unser Zoom, und man kann das Bild zwischen den Kameras umschalten. Ich werde es jetzt anschließen und zeigen. Und an der Seite haben wir die Helligkeitsregelung der Beleuchtung. Wir drehen daran, und die Helligkeit ändert sich. Und das war's im Grunde. Der Akku ist hier eingebaut. Hier ist der Micro-USB-Ladeanschluss. Ein Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein gewöhnliches Micro-USB-Kabel in einem Beutel. Hier haben wir eine Anleitung in englischer Sprache. Nun, im Grunde ist alles einfach. Man muss die App herunterladen von Play Market oder App Store. Oh, sie heißt YF Look. Sie ist im Play Market verfügbar, oder man kann den QR-Code scannen, um sie ebenfalls herunterzuladen. Im Lieferumfang sind auch Aufsätze enthalten. Es gibt keinen Spiegel, da das Endoskop eine Seitenkamera hat, ist ein Spiegel hier nicht nötig. Dies ist ein Gewindeschutz, der auf das Gewinde geschraubt wird. Und die Linse. Das heißt, es wird aufgeschraubt und verlängert dieses Röhrchen mit der Kamera ein wenig und schützt gleichzeitig das vordere Glas und auch, falls man irgendwo reibt, damit das Gewinde nicht verstopft. So ein kleiner Ring. Ein Haken wird ebenfalls aufgeschraubt. Und ein Magnet. Wenn Ihnen etwas irgendwo heruntergefallen ist, können Sie es hier mit dem Magneten aufnehmen und herausholen. Es kommt in einer solchen Box. Und lassen Sie uns es an das Telefon anschließen und sehen, wie es funktioniert. Zuerst laden wir die App herunter, suchen nach YF Look. Hier wurde es in der Suche gefunden. Das ist die App. Ich habe sie bereits heruntergeladen, also öffnen wir sie. Die App öffnet sich, und zuerst muss man sie noch verbinden. Wir gehen in die WLAN-Einstellungen und fügen das Endoskop hinzu. Hier ist YF Look. Nach dem Namen der App, so heißt auch unser WLAN-Netzwerk. Wir verbinden uns damit und wechseln zur App. Und sofort wird in der App die Signalübertragung von der Kamera angezeigt. Der Bildschirm ist in 2 Teile geteilt und zeigt gleichzeitig Bilder von 2 Kameras. Das heißt, eine Kamera blickt nach vorne. Die zweite blickt seitlich im 90-Grad-Winkel. Das testen wir jetzt zum Beispiel an Buchstaben. Hier blicken wir nach vorne. Wir schalten die Beleuchtung ein, damit es besser sichtbar ist, und fokussieren auf die Buchstaben. Der Fokusabstand beträgt etwa 3 bis 5 cm. Das heißt, es fokussiert. Wenn es näher ist, wird das Bild unscharf und das Bild nicht ausreichend klar. Und auch weiter weg, wenn es zu weit entfernt ist, wird es schlecht sichtbar sein. Das heißt, in einem Abstand von 3 bis 5 cm ist die Qualität maximal. Hier ist die Seitenkamera, nun ungefähr genauso.
Unser Bildschirm ist in zwei Teile geteilt. Um das Bild einer einzelnen Kamera anzuzeigen, halten wir das Pluszeichen gedrückt und das Bild wechselt auf den Vollbildmodus. Wir haben umgeschaltet und jetzt sehen wir das Bild der Frontkamera. Das zeigen wir an. Das heißt, dies wird im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel nicht nah genug sehen können, das heißt, 3 bis 5 cm sind Ihnen zu weit, gibt es hier einen digitalen Zoom. Mit einem einmaligen Tippen auf das Pluszeichen zoomen wir das Bild heran. Es gibt einen vierfachen Zoom. Wir haben also mit dem Zoom herangezoomt und mit dem Minuszeichen wieder herausgezoomt. Das ist unsere Frontkamera. Und genauso können wir mit dem Minuszeichen zur Seitenkamera wechseln. Das heißt, es wird nur die Seitenkamera aktiv sein. Sonntag. Einmal gedrückt, kehrten gleichzeitig beide Kameras zurück. Und beim zweiten Drücken schaltete sich nur die Seitenkamera ein. Das Bild kommt jetzt nur von der Seite. Und auch beim Umschalten des Betriebsmodus schaltet sich unsere Beleuchtung ab. Wenn nur die Seitenkamera arbeitet, leuchtet die vordere Beleuchtung nicht. Die Beleuchtung ist nur seitlich vorhanden. Und genauso, wenn wir zur Frontkamera wechseln, schaltet sich die seitliche Beleuchtung ab und nur die vordere leuchtet. Zur Energieersparnis und um unnötige Reflexionen zu vermeiden. Das heißt, jetzt haben wir das Bild von der Seitenkamera. Und genauso kann man es zoomen. Das heißt, wir zoomen heran und wieder heraus. Vierfacher Zoom. Im Prinzip funktioniert alles einfach. Was die App betrifft, welche Funktionen es hier gibt, man kann das Bild spiegeln, um 90 Grad drehen. Hier gibt es die Anzeige der Fotos, die wir gemacht haben. Das heißt, auf einem Teil des Bildschirms wird die Hälfte des Bildschirms angezeigt, was von der Kamera übertragen wird. Und im zweiten Fenster haben wir die gespeicherten Fotos. Nun, wenn Sie zum Beispiel Ergebnisse vergleichen müssen. So, wir trennen die Verbindung. Unten gibt es ein Symbol zum Ansehen. Das sind die Aufnahmen und Fotos, die Sie gemacht haben. Außerdem gibt es hier unten einen Knopf, um ein Foto zu machen. Das heißt, man kann es am Gerät oder man kann es auf dem Bildschirm machen. Wir drücken und machen Fotos und Videoaufnahmen. Man kann auch auf dem Bildschirm die Videoaufnahme starten, da ist sie losgegangen. Wir schalten sie aus. Oder man kann durch langes Halten der Taste auch die Videoaufnahme starten. Wenn eine Videoaufnahme läuft, wird auf dem Bildschirm Rec und die Zeit, die Aufnahmezeit, angezeigt. Wir schalten sie aus. In den Einstellungen können wir die Kameraauflösung wählen. Hier ist die maximale Full HD ausgewählt. Und das war's, mehr Einstellungen gibt es hier nicht. Und hier gibt es auch so einen Schieberegler, mit dem wir die Helligkeit einstellen. Die Bildschirmhelligkeit wird eingestellt, nicht die der Hintergrundbeleuchtung, sondern die des Bildschirms selbst. Und als Beispiel stecke ich noch so eine Metalltasse hinein. Dort gibt es genau Ablagerungen. Und man kann zur Simulation sehen, wie man dort Motorzylinder diagnostiziert. Dann kann man es in die Tasse stecken und mit der Seitenkamera, das heißt, sie leuchtet zur Seite, irgendwelche Riefen, Beschädigungen betrachten. Das ist mit Hilfe der Seitenkamera. Man sieht also alles. Selbst wenn wir zum Beispiel den Abstand etwas größer wählen, können wir mit dem Zoom heranzoomen. Hier haben wir herausgezoomt, herangezoomt. Alles lässt sich betrachten, das Bild ist ziemlich scharf. Und man kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren, denn wenn die Oberfläche zum Beispiel metallisch ist, erzeugt sie Blendungen durch die Beleuchtung. Wenn es zu hell ist, kann man sie einfach etwas reduzieren, damit das Bild nicht reflektiert und man es betrachten kann. So funktioniert dieses Endoskop-Modell. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.